Hallöchen miteinander, hier ist wieder Simone von Wooliskal. Ich möchte euch heute zeigen, wie man diese Mütze strickt. Zum einen haben wir hier ein Bündchen im Rippenmuster, ca. 10 cm lang, und zum anderen haben wir oben ein Perlmuster. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr ganz einfach nachstricken könnt. Bei diesem Perlmusterteil haben wir jetzt eine Länge von ca. 17 bis 18 cm gewählt, was natürlich individuell anpassbar ist, wenn man nicht möchte, dass die Kappe so runterhängt. Und das Bündchen, das kann man auch tragen, wie man es möchte, entweder nach oben geklappt oder nach unten. Die Mütze ist daher ein totaler Allrounder. Egal was für eine Länge ihr schlussendlich wählt, ich werde euch nun Schritt für Schritt zeigen, wie ihr die einzelnen Teile selber stricken könnt. Dazu brauchen wir eine Rundstricknadel der Stärke 8. Ich habe jetzt immer ein Lineal, um das abzumessen, da bei mir bei der Rundstricknadel die Größe nicht mehr lesbar ist, weil ich schon viel damit gestrickt habe. Aber hier kann ich jetzt ganz einfach kontrollieren, dass es wirklich die Stärke 8 ist. Ich versuche es im Loch Nummer 8 und sehe, dass ich die richtige Rundstricknadel gewählt habe. Wie immer könnt ihr die Utensilien wie Stricknadel und Wolle bei uns auf der Homepage bestellen. Infos in der Infobox. Und als Wolle nehmen wir wieder unsere Schöller und Stahl Alpha für eine Nadelstärke von 7 bis 8 mm, Mischverhältnis 70% Polyacryl, 30 Schurwolle und brauchen insgesamt 3 Knäuel, um die Kappe fertig zu kriegen. Wir nehmen nun unsere Rundstricknadel zur Hand und den Faden einfach und schlagen insgesamt 52 Maschen an. Wichtig ist, dass der Faden lang genug ist, ansonsten beginnt man gleich nochmal von vorne anzuschlagen. Wir legen den Faden wie gewohnt beim Stricken rundum und von innen nach außen um den Daumen und fahren mit der Nadel von unten nach oben beim Daumen durch die Schlaufe und holen uns beim Zeigefinger oben den Faden und ziehen das Ganze durch die Schlaufe beim Daumen. Nun haben wir unsere erste angeschlagene Masche. Die nächste Masche ist wie folgt. Wir legen den Faden um den Daumen herum und der Faden vom Zeigefinger und vom Daumen bildet ein V. Und jetzt fahren wir wieder beim Daumen von unten nach oben durch die Schlaufe, holen den Faden beim Zeigefinger und ziehen den Faden mit dem Daumen straff. Und das Ganze machen wir insgesamt 52 Mal. Und wie zu Beginn erwähnt, unbedingt den Faden lange genug lassen, damit man wirklich 52 Maschen anschlagen kann. Die angeschlagenen Maschen sollten weder zu fest noch zu locker angezogen werden, damit das Bündchen nicht zu eng wird unten. So, nun haben wir unsere 52 angeschlagenen Maschen. Die verteilen wir jetzt schön auf der Nadel und wir sehen, der Faden, den wir zu Beginn unbedingt lange genug gelassen haben, der ist bei mir etwas länger ausgefallen, aber ich habe schon oft drauf gezahlt und etwas nochmal angeschlagen und den können wir am Schluss einfach vernähen und abschneiden. Wichtig ist bei dieser Mütze, dass die Rundstricknadel wirklich in einer angenehmen Länge gewählt wird, denn wenn sie zu lange wäre, müssten wir hier jetzt diesen Querfaden zwischen den zwei Nadeln immer beim Strickstück rausstehen lassen. Und das ist für das Strickstück nicht ideal und das kann auch bei den Nadeln dazu führen, dass es abbricht. Wie zu Beginn erwähnt, empfehlen wir hier einfach eine Rundstricknadel mit einer Länge von 60 cm. Wir beginnen nun mit dem Bündchen der Mütze, was im sogenannten Rippenmuster gestrickt wird, und das Rippenmuster stellt sich zusammen aus jeweils 2 rechten und 2 linken Maschen.
Um eine rechte Masche zu stricken, werden wir nun mit der rechten Nadel auf die linke Nadel in die erste Schlaufe von links nach rechts einstechen, den Faden hinten beim Zeigefinger um die Nadel legen und das Ganze durch die Schlaufe ziehen und die Schlaufe einfach von der linken Nadel runterfallen lassen. Das ist jetzt unsere erste rechte Masche und für unser Rippenmuster brauchen wir 2 davon. Das heißt, wir nehmen die rechte Nadel, stechen sie von links nach rechts durch die Schlaufe durch, wickeln den Faden beim Zeigefinger um die Nadel herum. Ich nehme hier immer den Zeigefinger zur Hilfe, ziehen das Ganze durch die Schlaufe und lassen diese Schlaufe von der linken Nadel fallen. Jetzt haben wir unsere 2 rechten Maschen. Um das Muster zu vervollständigen, brauchen wir jetzt wieder 2 linke Maschen. Das heißt, wir legen den Faden vor die linke Nadel, stechen mit der rechten Nadel diesmal von rechts nach links in die Schlaufe und um den Faden herum. Also haben wir jetzt 2 Faden auf der Nadel, wickeln den Faden beim Zeigefinger um die Nadel herum, ziehen das Ganze durch die Schlaufe und lassen das Ganze von der Nadel fallen. Jetzt haben wir unsere erste linke Masche. Und dasselbe brauchen wir nochmal. Faden vor die Nadel legen, mit der rechten Nadel von rechts nach links einstechen, den Faden um die Nadel wickeln, hier nehme ich den Daumen zur Hilfe, durchziehen und von der linken Nadel fallen lassen. Jetzt haben wir 2 rechte und 2 linke Maschen. Die linken Maschen sind gut zu erkennen, weil sie eine Art Schlaufe vor sich haben. Also jetzt 2 rechte, 2 linke und nun brauchen wir zum Fortfahren unseres Musters wieder 2 rechte Maschen. Das heißt, wir stechen wieder mit der rechten Nadel von links nach rechts ein, wickeln den Faden um die Nadel, ziehen das Ganze durch und lassen die Schlaufe von der linken Nadel fallen. Wieder 2 rechte Maschen und die linke wieder mit dem Faden vorne von rechts nach links einstechen, den Faden um die Nadel wickeln, durchziehen und runterfallen lassen. Nochmal eine linke Masche. Dies werden wir jetzt im Wechsel weiter stricken. 2 rechte, 2 linke, 2 rechte und 2 linke. Wenn wir das Muster weiter durchziehen, immer 2 rechte und 2 linke Maschen, dann kann man nach wenigen Reihen schon das schöne Muster erkennen. Hier sehen wir linke und rechte Maschen im Zusammenspiel und das bildet unser Bündchen. Und wenn das geschafft ist, zeige ich euch das Perlmuster. Ich habe jetzt mein Bündchen fertig. Immer im Wechsel mit 2 rechten und 2 linken Maschen gestrickt und ich habe dort aufgehört, wo wir unten den Anfangsfaden sehen, damit ich einfach eine geschlossene Runde habe. Das heißt, ich habe mit 2 linken Maschen die Runde absolviert. Ich habe eine Gesamtlänge von 10 cm gewählt, wenn ich jetzt das Strickstück locker dort liegen habe. Von der Unterseite der Nadel bis zum Anfang des Strickstücks haben wir 10 cm, damit ich die Mütze einfach aus 2 Varianten tragen kann. So viel zu unserem Rippenmusterbündchen und als nächstes kommen wir zu dem Teil mit dem Perlmuster. Um das Perlmuster zu stricken, brauchen wir ebenfalls die rechten und die linken Maschen. Jedoch werden wir jetzt eine rechte und eine linke immer in Wechsel stricken. Nicht so wie beim Rippenmuster 2 rechte und 2 linke, sondern wir werden eine rechte, eine linke, eine rechte, eine linke, eine rechte und so weiter, bis die Runde fertig ist, stricken.
In der zweiten Runde werden wir die Runde mit einer linken Masche beginnen. Das heißt, auf die rechte der Vorrunde wird eine linke Masche gestrickt. Aber mehr dazu, wenn wir soweit sind. Wir werden jetzt mit einer rechten Masche beginnen. Und damit wir wissen, wo wir genau sind, werden wir einen Signalfaden verwenden. Ich habe hier ein relativ krasses Pink gewählt, damit man immer schön sieht, wann die Runde fertig ist. Und lege diesen Faden jetzt einfach am Anfang der Reihe zwischen die zwei Nadeln dazwischen durch und lasse ihn einfach hinten runterfallen. Der stört mich nicht beim Stricken, sondern soll mir nur anzeigen, wann ich am Ende der Runde angekommen bin. Wir werden jetzt beginnen mit einer rechten Masche, haben wir zuvor schon gehabt. Faden durchziehen und als nächstes gleich eine linke Masche. Die nächste wird wieder eine rechte Masche und die nächste eine linke Masche. Und das Ganze werden wir so durchziehen, bis wir wieder bei unserem krass pinken Signalfaden angekommen sind. Nun kommen wir zu den letzten Maschen. Eine rechte, eine linke, eine rechte und nochmal eine linke. Jetzt sind wir wieder bei unserem Signalfaden angekommen, was heißt, dass die Runde beendet ist. Und wie zuvor schon erwähnt, müssen wir jetzt die nächste Runde mit einer linken Masche beginnen. Zuvor war es eine rechte, nun beginnen wir die Runde mit einer linken Masche. Das heißt, wir legen den Faden wieder vor die Nadel, damit wir eine linke Masche machen können. Und dann wieder ganz normal rechts und links im Wechsel, bis die Runde wieder fertig ist. Und die nächste Runde werden wir wieder mit einer rechten Masche beginnen. Nun sind wir am Ende unserer zweiten Reihe angekommen. Diese Reihe wird mit einer rechten Masche beendet. Dann sind wir wieder bei unserem Signalfaden. Das bedeutet, dass die dritte Reihe beginnt. Ich lege den Signalfaden mal nach hinten, damit er mir nicht im Weg ist. Und die dritte Reihe beginnen wir wie die erste Reihe mit einer rechten Masche. Also erste Reihe mit rechter Masche, zweite mit linker und die dritte mit rechter Masche. Und dies werden wir fortsetzen, bis wir die gewünschte Länge unserer Mütze erreicht haben. Ich werde versuchen, so 17-18 cm im Perlmuster zu stricken. Und wie ihr hier schon erkennen könnt, sieht man den Wechsel zwischen rechten und linken Maschen, wie es ein sogenanntes Perlmuster ergibt. Ich möchte euch noch kurz zeigen, wie ich mit einem Ende eines Fadens umgehe. Ich werde jetzt noch ein paar Maschen weiter stricken, da das Ende doch noch etwas zu lange ist. Im Perlmuster mit rechts, links und so weiter, bis wir nur noch einen kurzen Faden übrig haben. Dann werden wir einfach den Faden des nächsten Knäuels, des zweiten, mit hineinstricken und wenn wir dann das Ganze vernähen, werden wir die Fäden nicht mehr sehen. Also ich lasse jetzt den Faden hinter der Arbeit liegen, nehme vom zweiten Knäuel den neuen Faden heraus, lege ihn um meine Finger und werde ihn zum anderen Faden, den ich hinter die Arbeit gelegt habe, einfach dazugeben. Und zu Beginn erstmal versuchen, ein paar Maschen damit zu stricken. Fixiere ihn ein bisschen mit den Fingern und stricke jetzt eine rechte, eine linke, eine rechte. Ich setze einfach das Perlmuster fort wie zuvor und damit mir jetzt nichts mit dem Strickstück passiert,
werde ich 2 Fäden einfach miteinander verknoten, nicht zu fest, damit sich das Muster nicht verzieht. Und wenn ich die Fäden vernähe, werde ich die 2 einfach in entgegengesetzte Richtungen vernähen und abschneiden. Den Signalfaden möchte ich euch noch kurz zeigen. Habe ich immer wieder alle paar Reihen vor und hinter das Strickstück gelegt, damit mir der Faden niemals in die Quere kommt. Und wenn er zu kurz ist nicht so tragisch, weil eigentlich braucht man diesen Signalfaden immer nur, um die Reihen, die ich direkt unmittelbar gestrickt habe, zu signalisieren. Also das heißt, er muss nicht durch das ganze Strickstück hindurchgehen, sondern einfach mir nur die abgeschlossenen Reihen zeigen. Ich setze jetzt das Perlmuster weiter fort, bis ich die gewünschte Länge erreicht habe. Ich habe bei meiner Mütze jetzt die gewünschte Länge erreicht. Bei unserem Rippenmuster 10 cm, welches wir immer wieder im Rechts-Links-Links-Wechsel gestrickt haben. Und beim Perlmuster habe ich mich für 18 cm entschieden, vom Bündchen bis nach oben. Jetzt beginnen wir mit der Abnahme, das heißt, wir versuchen die Mütze oben zu schließen. Ich werde euch jetzt Schritt für Schritt zeigen, wie ihr das machen könnt. Die Abnahme werden wir jetzt beginnen, und zu kontrollieren, ob wir richtig anfangen, muss die Vorrunde mit einer linken Masche begonnen haben. Jetzt sehen wir hier die linke Masche mit der Schlaufe drüber und somit können wir jetzt mit der Abnahme beginnen. Falls es nicht der Fall ist, einfach nochmal eine Reihe stricken. Wir nehmen jetzt die ersten 3 Maschen zusammen und stricken sie wie eine rechte Masche. Das heißt, wir stechen von links nach rechts ein, holen den Faden um die Nadel, ziehen das Ganze durch und lassen es von der linken Nadel fallen. Nun haben wir aus 3 Maschen eine Masche gemacht und das heißt, die Maschenzahl von 52 reduzieren wir am Schluss auf 26 Maschen. Die nächste, in der Vorreihe war es eine rechte Masche, wird links gestrickt. Und als nächstes werden wieder 3 Maschen, eine linke, eine rechte und eine linke, zusammen abgestrickt, also als eine rechte Masche. Und als nächstes werden wir wieder eine linke Masche stricken. Wir versuchen einfach das Perlmuster trotz Abnahme weiterzuführen. Das heißt wieder 3 Schlaufen zu einer rechten Masche zusammen und die nächste Masche als linke Masche stricken. Und so werden wir die Reihe fortsetzen, bis wir wieder am Anfang der Runde sind, welche durch unseren Signalfaden markiert ist. Jetzt sind wir fast am Ende der Runde. Wie wir sehen, ist mir schon wieder der Faden ausgegangen, was aber kein Problem ist. Jetzt stricken wir die letzten 3 als rechte Masche und die nächste als linke Masche. Und jetzt haben wir das Ganze von 52 auf 26 Maschen reduziert. In den nächsten 3 Runden werden wir ohne Abnahme arbeiten und werden das Perlmuster fortsetzen. Das bedeutet, die jetzige Runde, da wir ja zuvor eine rechte Masche gemacht haben, um die 3 zusammenzunehmen, werden wir mit einer linken Masche beginnen. Und dann werden wir wieder im Wechsel von links, rechts, und so weiter stricken. Die zweite ist eine rechte, die nächste ist wieder eine linke und das Ganze werden wir insgesamt 3 Runden so weiterarbeiten. Ich werde noch kurz den nächsten Knäuel dazu nehmen und werde das Ganze machen, wie ich zuvor euch gezeigt habe. Nun sind wir am Ende der ersten Reihe ohne Abnahme. Die haben wir jetzt mit einer rechten Masche beendet.
Zur Erinnerung, begonnen haben wir sie mit einer linken Masche, was bedeutet, dass wir die zweite Reihe ohne Abnahme mit einer rechten Masche beginnen werden. Wir werden das Ganze einfach fortsetzen im Perlmuster. Das heißt eine rechte, eine linke, eine rechte, eine linke und so weiter. Jetzt kommen wir gleich zum Ende der zweiten Reihe ohne Abnahme. Diese Reihe beenden wir mit einer linken Masche. Sind wir wieder beim Signalfaden angekommen. Und das heißt, die dritte Reihe ohne Abnahme werden wir mit einer linken Masche beginnen. Die erste war mit einer linken, die zweite mit einer rechten und jetzt die dritte Reihe ohne Abnahme, welches die letzte Reihe ohne Abnahme sein wird, beginnen wir mit einer linken Masche und stricken wieder rundherum, bis wir beim Signalfaden angekommen sind. Kommen wir nun zum Ende der dritten Reihe ohne Abnahme, bis wir zum Signalfaden kommen und diese Reihe wird mit einer rechten Masche geschlossen. Nun werden wir wieder eine Reihe mit Abnahme machen und werden das Ganze machen wie zuvor schon. Das heißt, wir stricken 3 Maschen rechts zusammen und eine Masche links. So reduzieren wir die Maschenzahl von 26 auf 14 Maschen. Also die ersten 3 rechts zusammen und die nächste links. Um die Maschenzahl in diesem Fall auf 14 zu reduzieren, müssen wir sogar über den Signalfaden drüber stricken und 2 Maschen sozusagen von der Vorrunde mitnehmen. Aber wichtig ist einfach mit 14 Maschen die Runde beenden. So, die letzten 3 rechts zusammen und wieder eine linke Masche. Jetzt sind wir bei der vorletzten Reihe gewesen. Und jetzt sehen wir schon, die Kappe schließt sich schon schön. Und die letzte Reihe werden wir jetzt ganz einfach immer 2 rechts zusammenstricken und mit dem Restfaden die Mütze schließen. Also kommen wir zu der letzten Reihe. Die ist jetzt etwas knifflig, da die Anzahl der Maschen doch schon sehr gering ist. Ich mache es immer so, dass ich ein paar Maschen auf die Nadel nehme, diese dann abstricke, das heißt 2 Maschen rechts zusammen, die nächsten 2 wieder rechts zusammen und dann einfach die nächsten Maschen wieder nachschupfe. Ich mache das Ganze 7 Mal, da wir in der Vorrunde 14 Maschen hatten und wenn wir jetzt immer 2 rechts zusammenstricken, auf eine Maschenanzahl von 7 kommen. Nun werden wir den Faden lange genug abschneiden und mit einer Stopfnadel das Ganze vernähen. Das heißt, Faden auf die Nadel ziehen und in derselben Richtung, wie wir jetzt weiter gestrickt hätten, führen wir jetzt jede Schlaufe auf die Stopfnadel und ziehen dann einfach den Faden durch. Da das Strickstück relativ eng ist, werde ich jetzt einfach eine Schlaufe nach der anderen auf die Nadel führen. Und sollte keinen Wickel hineinbekommen, wie ich hier jetzt. Aber einfach mal schnell die Nadel durchziehen, die Stricknadel und das Ganze ist schon wieder gerettet. Weiter zu den nächsten Schlaufen. Nummer 3 und Nummer 4. Nummer 5, Nummer 6 und Nummer 7.
Jetzt sehen wir das Loch oben, das können wir jetzt schön schließen, indem wir es zuziehen und den Faden einfach durchfädeln durch die Arbeit, und den können wir dann ganz einfach mit allen anderen Fäden vernähen. So sieht jetzt unsere fertige Mütze aus. Ich hoffe, unser Tutorial, Moment, den Signalfaden können wir auch noch ausziehen, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich hoffe, das Tutorial hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch viel Erfolg mit eurer eigenen Mütze. Und wenn ihr Fragen zu der Mütze habt, dann hinterlasst einfach einen Kommentar. Tschüss!